Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute sind wir bei Wüstenhöfer Wüdo in Dortmund und neben mir habe ich den Gründer. Mein Name ist Helmut Wüstenhöfer, bin mittlerweile 77 Jahre alt und habe den Betrieb 1975 ins Leben gerufen. Wie kommt man dazu, einen BMW-Motorradladen zu gründen oder einen Motorradladen zu gründen? Naja nun, man fährt selbst ein Motorrad, man fährt mit einer BMW. Ich war von Haus aus Kfz-Elektriker, habe also angefangen mit Kfz-Elektrik, speziell Motorrad. Und das hat sich dann alles so ergeben, dass das dann bei BMW hängen geblieben ist, weil das war auch schon damals schon die Firma, bei der man gut Ersatzteile bekommen konnte, wo man fast alles kriegen konnte. Und ja, so hat sich das dann aufgebaut. Was für Rennen bist du gefahren? Zuerst nur die Zuffis, also Zuverlässigkeitsfahren. Das waren immer 400 Kilometer Nordschleife, Hockenheim, Südschleife. 1973 das erste Langstreckenrennen mit Hans-Otto Butenhuth gefahren, beziehungsweise ich habe es versucht. Dann 1974 mit dem eigenen Motorrad, mit einem Kollegen, den ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe. Und ja, so ist das dann weitergegangen. Die Rennerfolge, auf welchen Motorrädern waren die dann immer? Immer auf einer BMW. Was waren deine persönliche Lieblings-BMW? Zunächst immer Sachen wie die 100 CS und später dann die GS. Als passionierter Schrauber, sind wir da mal Originalmaschinen gefahren oder ist da immer gleich? Na, da ist immer was dran gewesen. Ich bin ja auch mit Motorrädern in den Urlaub gefahren. Und wenn man wieder nach Hause kam, dann hatte man einen Notizzettel, was man verbessern oder verändern kann. Oder was man versuchen sollte anzubieten. Rückblickend jetzt 50 Jahre, Höhen und Tiefen. Was war das Allerschönste, was du erlebt hast in dieser Zeit? Das Allerschönste, das waren halt die Erfolge bei der Rennerei, die ja auch geschäftlich richtig was gebracht haben. Das Schönste war, dass BMW wieder auf uns zugekommen ist und wollten uns den Vertrag geben. Da war ich, sage ich ganz ehrlich, da war ich sehr stolz drüber. Ein schöner Moment war die erste Eröffnung an einer deutschen Straße, dass wir dann den Laden größer kriegten. Der zweite war dann Holzwickede. Und naja gut, der Negativpunkt war halt, dass BMW uns den Vertrag nach 30 Jahren gekündigt hat. Aber jetzt, wo die Tochter das übernommen hat, macht dann schon stolz, ne? Ja, gewisserweise schon, ja. Ja gut, ich hatte es vielleicht in gewissen Bereichen ein bisschen einfacher, eben erstmal durch die BMW-Vertretung, obwohl das im Nachhinein gesehen nicht förderlich war, aber spielt keine Rolle. Ich habe gute Zeiten da gehabt und wie gesagt, wir haben viele, viele Sachen angestoßen. Ob das jetzt bei der R45 die Cockpit-Verkleidung war, die haben wir, glaube ich, solange wie ich da war, glaube ich, fast 5000 Mal verkauft. Wir haben für verschiedene Motorräder Windschilder gemacht. Wir haben das gemacht, was die Kunden haben wollen. Das waren die legendäre Karalöger damals auch, die man daheim gehabt hat, die gewälzt. Also hat sonst keiner gehabt. Ja, das war halt auch wichtig, dass man zeigen konnte, was man hat und was man macht. Und die Rückmeldungen daraus waren immer positiv, nie negativ. Und wie gesagt, ich bin ja mit dem Motorrad immer in Urlaub gefahren und dann, wie gesagt, ob es jetzt ein paar Taschen waren, ob es Tankrucksack für die F650. BMW hatte keine Lösung, wir hatten die Lösung. Und das waren dann auch teilweise so Startpunkte, wo die BMW dann nochmal drüber nachgedacht hat. Und sie haben es dann etwas anders gemacht und haben es dann als ihre Lösung verkauft. Ja, du warst damals sehr innovativ. Man hat auch Prospekte gehabt, das wäre das heutige Instagram oder Facebook, was viele nicht gehabt haben. Und aus der Praxis raus, weil es aus einem Hobby entstanden ist. Ja. Und das ist das, was man merkt. Deswegen, wenn da draußen jemand Ideen hat, gebt Gas, macht weiter so und bleibt eurer Leidenschaft treu. Ich finde es klasse, dass ich dich persönlich mal kennenlernen konnte. Ich kenne dich nur von Telefonieren, von damals. Und bin da total stolz drauf und danke dir ganz herzlich. So,
Jetzt habe ich die zweite im Bunde. Darfst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin Martina und mittlerweile Inhaberin der Firma Vydo Motorrad. Seit wann führst du den Betrieb? Seit April 2009. So, ich habe deinen Papa vorhin dran gehabt. Ja. Der hat den Betrieb aufgebaut, du hast ihn übernommen. Ja. Elektriker war der Papa, hat er gesagt. Bei der Bosch. Was bist du vom Beruf? Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau. Das ist so ideal für so einen Betrieb. Ja. Wie ist das? Hast du die Belegschaft mit übernommen gehabt oder hast du das komplett neu? Ich habe einen Teil, also nichts übernommen selber. Ich habe das Unternehmen gegründet und habe mir, da ja alle Mitarbeiter halt durch die Insolvenz beim Arbeitsamt gemeldet waren, habe ich mir halt den einen oder anderen wieder zurückgeholt und habe das von klein wieder aufgebaut. Wo war die Liebe her? Hast du das vom Papa immer gesehen? Weil das ist ja total schwer, ein Betrieb, der wirtschaftlich mal am Boden war, wieder aufzubauen. Die ganze Energie, wo holst du das her? Wie kamst du auf die Idee? Ich bin ja von klein auf, ich bin ja genauso wie Danny selber in dem Betrieb groß geworden. Ich habe ja mit 2, 3 Jahren selber, immer an der Rennstrecke, mit dem Papi selber Hobbyrennfahrer, immer in der Boxengasse selber. Ich war immer mit dabei. Habe meine Ausbildung daraufhin gemacht. Ich war bei BMW, habe viele Praktika gemacht. Ich habe alles bei BMW durchgemacht und war dann von jetzt auf gleich halt bei meinen Eltern. Und wenn dann halt dir mehr oder weniger durch eine Betriebsschließung selber der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du dann auf einmal überlegen musst, was machst du jetzt? Was machst du jetzt für den Rest deines Lebens? Dann war für mich eigentlich die Entscheidung da, ich für das Unternehmen weiter. Jetzt, wo du siehst, dass der Laden läuft und die 3. Generation da ist, das macht einen stolz, ne? Ja. Merkt euch das da draußen mal, ne? Ja, das ist wirklich so. Man kann nicht nur für Geld arbeiten gehen, ne? Geld ist gut, damit kann man sich was leisten und das kann man ausgeben. Aber diese Kühle, die kann man sich nicht kaufen. Da gehört halt ein bisschen Leidenschaft zu, ein bisschen viel Leidenschaft selber. Da gehört ein gutes Team zu, was ich habe heute. Ja, wo ich echt mächtig stolz drauf bin. Da gehört ein Partner an deiner Seite selber, der das Ganze mit dir mitmacht, wo ich auch mega stolz drauf bin. Ja, so ist das, ne? Nur so kann es funktionieren. Besser kann man es nicht zum Ausdruck bringen. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Ja. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Ich fand es wunderbar. Ich hoffe, dass wir noch eine tolle gemeinsame Zukunft haben. Ich wünsche euch da draußen, dass ihr das einfach checkt, ne? Dass Motorradfahren nicht nur Motorradfahren ist, sondern Leidenschaft, Leben, Liebe. Ja, und dann weiter so. So, wir sind immer noch bei Vydo. Jetzt haben wir den 3. im Bunde. Genau. Hi. Du bist der? Danny. Der Danny. Was hast du da für Beziehung zu dieser Firma? Ja, ich bin Fleisch und Blut der Firma Vydo, ne? Opa hat es gebaut oder die Firma aufgebaut aus dem Rennsport. Mama hat sie weitergeführt. Ich bin in der Firma groß geworden. Und ich habe jetzt Ende letzten Jahres meinen Meister gemacht. 3. Generation. Die ganze Firma wird weitergehen. So wie es sein soll, ne? Wie bist du infiziert worden? Bist du als Kind schon Motorrad gefahren? Naja, ich wurde als kleines Kind 5 oder 6 auf dem Moped gesetzt. Und dann war es passiert. Habe von HPN so ein kleines Elektromotorrad bekommen. So eine alte G-S, Paris-Dakar. Da bin ich immer über den Hof mitgeheizt und Wir sind jetzt hier, zu welcher Feier? Genau, wir haben 50-jähriges Firmenjubiläum. Sind genau genommen am 1.3. 25 war es. Und heute ist unsere große Feier hier. Wo du ja auch zu eingeladen bist. Ja, ist mega, ist echt geil. Also auch wie viele gemeinsame Kunden wir haben, ne? Ja, Übel, absolut. Ne? Ja. Wir haben ja auch hier die Endurofanten, die auch bei dir Kunden sind. Und das ein oder andere Moped, wo wir einen nackten Rahmen von dir bekommen haben zum Aufbau.
Ja, da wünsche ich mir auch, dass es in Zukunft weitergeht. Deswegen muss ich mir den jungen Mann so halten. Der ist noch mal ganz... Wie alt bist du? 26. 26. Siehst aber aus wie 30. Ach, danke. Siehst auch älter aus. Uiuiui. Nee, dass man ein wenig weitermachen kann. Also ihr seht hier, ne, das ist das lebende Beispiel dafür, dass man als junger Mensch auch Zweiventil-Boxer fahren kann. Auf jeden Fall. Wir fahren mit den Mopeds auf der Rennstrecke aktuell. Und ja, wir könnten von jedem die Enkel sein, die da rumlaufen. Ne? Man muss ein bisschen für Nachschub sorgen. Hat meine Frau schon gesagt, ziemlich grauhaarig die Gesellschaft da, ne? Ja, ist auch so. Ja. Aber es ist trotzdem lustig. Im Fahrerlager laufen sie alle mit Rollator und Krückstock, aber auf der Strecke überholen sie dich, wo nichts mehr ist. Wie würdest du da draußen die andere Jugend abholen? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, ich glaube, so richtig abholen kannst du den nicht. Das musst du einfach leben. Du musst damit einfach groß werden, du musst da Bock drauf haben und einen dazu zu kriegen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Also ich habe immer ganz viel Pipi in den Augen, wenn ich so starte. Ja. Mein Rennmoped. Also ich bin auch mega aufgeregt. Wie geht's dir da? Also wenn ich weiß, ich ziehe jetzt meine Kombi an, es geht langsam los, dann steigt der Puls. Aber sobald ich dann im Vorstart stehe und der Helm geht zu, geht's runter und dann ist nur noch die Strecke. Aber jetzt gerade hier auf dem Prüfstand, da ging mir richtig die Düse. Ja, aber alles gut. Wie viel PS? 94 an der Kupplung. 94 an der Kupplung. Den Motor hat der Opa gemacht? Genau, Opa hat ihn aufgebaut. Ich habe ihn in dem einen oder anderen Punkt nochmal minimal verfeinert. Vielleicht auch einfach nur ein bisschen überholt. Genau. Was wiegt das Motorrad, weißt du das? 192 Kilo vollgetankt. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich muss meine auch mal wiegen. Ich lüge mir da immer noch was vor. Du musst noch weniger essen, da braucht das Moped nicht so viel abnehmen. Die Zukunft, was wünschst du dir da? Für die Firma, du willst das sicher übernehmen? Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich die Firma in naher Zukunft übernehme, ist mein Plan. Ich will weiterhin das Ganze mit den Zweiventilern machen und auch Zubehör. Die ganzen Restaurationen, Umbauten. Aber bei uns ist auch jeder mit einer aktuellen BMW herzlich willkommen. Ich habe bei BMW selber direkt gelernt und was das angeht, sind wir gut aufgestellt, kriegen immer gutes Feedback von den Leuten und das würde ich gerne aufrechterhalten. Auch da draußen, wenn ihr jetzt daheim eine Maschine findet, in der Garage vom Opa, vom Papa, die hat da so komische runde Deckel, die kann man wieder herrichten und kann damit ganz viel Spaß haben. Ne? Ganz genau. Und das Leben ist viel glücklicher mit einfacher Technik. Mit einfacher Technik, die man immer mit Draht und Hammer wieder ans Laufen kriegt. Kleiner Tipp am Rande, die Reels, die Videos, die mache ich nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach das zu erhalten, dass ich auch daherkomme. Ja. Und macht ihr auch mal irgendwas von der Rennstrecke, postet da irgendwas raus, teilt es, weil ich glaube, da kann man ganz viele Leute noch gewinnen. Ne? Also nicht nur Kaffee-Racer und von Tankstelle zu Tankstelle oder Kaffee zu Kaffee, sondern Spaß haben, Wettbewerb. Und das ist viel sicherer. Ich frage mich immer, warum fährst du eigentlich Rennen? Meine Frau kann es bestätigen, die will aber nicht vor die Kamera. Wenn ich heimkomme vom Rennen, bin ich maximal entspannt. Es hält 3 Wochen an und dann ist es wieder scheiße. Okay, hält 2 Wochen an, hat sie gesagt. Aber es hält an. Du brauchst keine Drogen, du brauchst keine Zigaretten, kein Alkohol, du kannst alles damit wegbügeln. Im gesicherten Raum. Ja. Bei uns ist es das Gleiche. Ich meine, ob du jetzt auf der Straße Rennstrecke bist oder Gelände, der Krankenwagen steht da. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was bei uns anders ist, Boden ist vielleicht härter und wir sind schneller, aber ansonsten ist das genau das Gleiche wie bei dir. Ist nichts anderes. Nee. Adrenalin ist das Gleiche und dieses Glücksgefühl, das man dabei hat, das ist genial. Und das Schöne ist halt, du fährst immer wieder das Gleiche. Du weißt was, dir kommt nichts entgegen, du hast eine saubere Strecke und wenn was passiert, du rutscht einfach ins Kiesbett. Genau. Und das war's. Und keiner kommt dir entgegen und keiner steht in der Kurve, das ist immer ganz geil. Weil das hast du im Straßenverkehr draußen halt nicht, ne? Ja. Ja, das ist jetzt der letzte Partner, den ich mit interview. Wir sind ja dem Alter nach. Dann danke ich euch da draußen fürs Zuschauen. Genau. Dir danke ich, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok alles, oder wo auch sonst. Genau. Bis bald. Euer Manuel Schad. Ciao. Ciao. Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had